There we go. Welcome, welcome, welcome. Kommen auch mit etwas Verspätung heute Abend an dem heißen Sommertag. Lieber Greg, danke, dass du bei uns bist. Liebe Renate, danke dir fürs Übersetzen jetzt schon. Und liebe Teilnehmer. Welcome everybody, welcome on this hot summer day. Thank you, Greg, for the Zoom, and thank you, Renate, for translating. Und danke allen anderen, dass sie sich bei der Hitze jetzt auch dazugeschaltet haben. And thank you to all the others who have joined despite of the heat. Wir haben ein interessantes Thema bei unserem Zoom und das heißt, realisiere deine Träume durch den Raum der Alchemie. So we have an interesting topic this evening, and it's about realizing your dreams in the space of alchemy. Ja, dear Greg. We love this. Yeah, I mean, it's an interesting question and topic, really. Everything covers it. Also das ist eine interessante Frage und die deckt praktisch alles ab. So there was a question that Renate asked, and I can't remember it, I can't even find it now, but I asked you to remind me. Yeah, I wrote it down, and one question was, can we change our universe by making other choices? Every choice we make creates more for our universe. Also ich übersetze mal die Frage zuerst auf Deutsch. So, also kann man sein Universum verändern, indem man andere Wahlen trifft? Und die Antwort war, also jede Wahl verändert unser Universum. When you think about it, what is our universe? Und wenn ihr darüber nachdenkt, was ist unser Universum? It's the awareness that we have. It's the space that we create around us. It's us. Also das ist einfach das, wessen wir uns gewahr sind. Alles, was rund um uns ist, unser Universum sind wir. So every time we contract in our minds and make ourselves small, we're contracting in our universe. Also immer, wenn wir uns in unseren Gedanken klein und schmal machen, ziehen wir uns komplett zurück, machen wir unser Universum klein. So whenever we make a choice, whether, and the universe doesn't see choices as good or bad, it just sees it as choice. Also immer, wenn wir eine Wahl treffen, und im Universum ist es so, da gibt es keine gute und keine schlechte Wahl, es gibt einfach nur Entscheidungen, Wahlen. And when you think about the universe as just you, the infinite you, you're just going to go, that was interesting. Und wenn ihr euch jetzt denkt, dass das Universum einfach nur ihr seid, nämlich das unendliche Wesen von euch, dann macht es was. Dann ist das, ja, interessant. I mean, really, we use the word universe very loosely. Also wirklich, wir verwenden das Wort Universum einfach sehr, sehr leicht und sehr locker. I mean, most people, when you use that word, you're thinking of all the stars and the billions of stars and the space and the planets and, all the ETs and everything else. Oh my God. Also oft, wenn wir das verwenden, dieses Universum, dann denkt man an Sterne und an Planeten und an ET. Aber wir sind das Universum. But really, what is our universe? What is our personal universe? Aber wirklich, wo ist unser persönliches Universum? What do you mean by it when you talk about, oh wow, my universe feels so happy, it's spacious? What does that really mean? Aber wirklich, wenn ihr sagt, also mein Universum spürt sich gerade so leicht und so offen und so groß an, was meint ihr wirklich damit?
You see how many times we use a phrase and actually don't know what we mean by that? Fällt euch auf, wie oft wir tatsächlich ein Wort, eine Phrase verwenden und gar nicht wirklich wissen, was wir damit meinen? We use catchphrases we learn in classes. Wir nehmen so Schlagwörter, die wir ja, in Kursen lernen oder sonst wo hören, that we really don't have a definition for within ourselves. für die wir dann wirklich keine eigene Definition in uns selbst haben. So what I talk about as my universe Also worüber er spricht, ist sein Universum. is something very different to what Chilla talks about as her universe. Und das ist einfach zum Beispiel ganz anders als das Universum von Chilla, wenn sie über ihr Universum spricht. And you know, our universe is our awareness, our space. Also unser Universum, unser Gewahrsein, unser Raum Changes as we create new choices. verändert sich, wenn wir neue Wahlen treffen, They create new awareness. weil die kreieren, nämlich erzeugen neues Gewahrsein. Well, did you just feel that? Everyone just went, Habt ihr das jetzt gerade gespürt? Das wäre so. so it's this, these aha moments that increase our universe. These are the things that go out, expand our minds out. Also das sind diese Aha-Momente, die dann unser Gewahrsein ausdehnen und die unser Universum vergrößern. They expand our awareness. They expand our ability to make different choices. Und die erhöhen auch unsere Möglichkeit, geben uns mehr Möglichkeiten, unser Universum zu verändern. You know, when I was a young man, my universe was just full of pain. Als junger Mann bestand mein Universum nur aus Schmerz. Somebody else's universe was full of ease and comfort. And Und jemandes anderes Universum bestand vielleicht aus Leichtigkeit und Gemütlichkeit. I used to watch kids doing athletics or Olympic swimming training. Wenn ich Kinder beobachte, die zum Beispiel für olympische Wettkämpfe trainieren, But for me, that was outside my reality to even think that I could participate in this. okay, also für eine Olympiade zum Beispiel zu trainieren, das war etwas, was total außerhalb seines Universums gelegen hat. Da konnte er überhaupt nicht mal dran denken, dass das irgendwie was mit ihm zu tun hätte. It wasn't 2 years later that I found out that actually I didn't need to have money. I didn't need to have sports shoes to go running. Und es war dann ungefähr 2 Jahre später, wo er draufgekommen ist, er braucht kein Geld dafür, dass er zum Beispiel sich Sportschuhe kauft, um Laufen zu trainieren. You know, I was nearly 36 when I found out that when I was 17, I was only 1 second off qualifying for the Olympic Games, representing New Zealand. Also als er dann 37 war oder 36 ist er draufgekommen, dass er mit 16 ganz knapp daran vorbeigegangen ist, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, weil er aus Neuseeland ist. Und da wäre es möglich gewesen. 50-meter freestyle, crazy. But that was outside my universe. That was not something that was possible. And 50-meter freestyle in swimming? Yeah. Okay. Und das wäre gewesen in 50 Meter Freistil schwimmen bei der Olympiade. Crazy. But outside my universe, not possible. Aber das war einfach nicht in seinem Bewusstsein. Er hatte nicht daran gedacht, dass es diese Möglichkeit gibt, außerhalb seines Universums. Because my beliefs keep me trapped in a very small universe. Weil seine Glaubenssätze haben ihn in einem kleinen Universum zurückgehalten. I always thought I was just a Maori. Und er hat gedacht, ich bin nur ein Maori. Know your place. Nicht mein Platz, kann ich nicht. It was until later that was like, wow, that was actually really what's possible. Suddenly my universe got bigger. Und das war erst viel später, wo er dann eben drauf gekommen ist, dass das
ja eigentlich sogar möglich gewesen wäre. Und damit hat sich auch sein Universum erweitert. So what does it mean to realize your dreams? Also was heißt wirklich, seine Träume zu realisieren? Well, in English, to realize something is to actually create it and to achieve it. Also auf Englisch heißt realisieren, dass man was umsetzt und erreicht. So when we talk about realizing your dreams through the space of alchemy, what are we talking about there? Also wenn wir jetzt darüber reden, die Träume im Raum der Alchemie zu realisieren, worüber sprechen wir dann? What is alchemy? Also was ist die Alchemie? According to Santiago, when he's talking to the soul of the world and the sun and everything else in the book, the alchemist, Also im Buch Der Alchemist von Paulo Coelho, because we have someone, I think, I'm not sure if she knows the book, so I just mentioned. Barbara. Yeah. Hang on, I'll get it for you. Also das Buch ist von Paulo Coelho, Der Alchemist, und aus dem Buch erzählt Greg sehr gerne. Es ist die Geschichte von einem kleinen Jungen, der praktisch seinen Traum lebt. Nope. There you go. It's backwards, sorry. No, it's not backwards here. Oh, cool. It looks backwards from me. No, it's fine. Cool. So in that simple book, it talks about alchemy being the space of love. Also in diesem kleinen Buch geht es darum, dass Paulo Coelho erzählt, dass Alchemie praktisch die Umsetzung der Liebe ist. And for me, it really is that space, because when you're in that space of gratitude and love, und für mich ist es genau das, weil wenn du nämlich in dieser Energie und in dem Raum von Liebe und Dankbarkeit bist, for me, those two words are the same thing. Und in diesem Raum sind diese beiden Wörter genau das Gleiche. So in that space, when you're functioning from that space of gratitude, the universe goes, wow. Und in diesem Raum, wenn du in der Liebe und in der Dankbarkeit bist, dann eröffnet sich dein Universum, dehnt sich aus und es geht, wow. Do you want more? Magst du mehr? But how do you get to that space of gratitude? Und wie kommt man jetzt in diesen Raum der Dankbarkeit? You have to love yourself. Du musst dich selbst lieben. You have to love yourself enough to see the gifts that the universe has already given you. Du musst dich selbst genug lieben, um zu sehen, welche Geschenke dir das Universum schon gegeben hat. You have to love yourself enough to see the changes that you've already created, no matter how small. Du musst dich selbst genug lieben, sodass du wahrnehmen kannst, welche Veränderungen du bereits erlebt hast und durchgeführt hast, um es ausdehnen zu können. Because if you can't see them, if you refuse to see them, weil wenn du die nicht sehen kannst und dich weigerst, das zu sehen, you can't be grateful for them, can you? Dann kannst du dafür auch nicht dankbar sein. Weil was du nicht empfangen hast, für das bist du nicht dankbar. And when you can't see the changes that you've created, nothing's changed. Und wenn du die Veränderungen nicht selbst wahrnehmen kannst, dann hat sich auch nichts geändert. And so you give up. Und dann gibst du auf. Darf ich, Renate, ein Beispiel von dir bringen? Okay, may I give an example? And she wants to give an example from me. Ich habe heute mit Renate gesprochen von einem Erlebnis, eine Wunscherfüllung von mir
Und sie hat mir etwas Wunderbares von sich erzählt, wie ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen ist. So in the afternoon we had a chat, and Brigitte was talking to me about a wish from her which came true, and I told about one of my wishes. Und ich habe sie gebeten, ob sie diesen Wunsch erzählt, weil der ist mir so im Gedächtnis geblieben, wo ich gedacht habe, wow. Magst du ihn erzählen? Okay, so now she wants me to tell my wish which came true. Okay, I will tell it in German first and then translate. Yeah. Also ich habe erzählt, wie ich mir immer gewünscht habe, dass wenn ich bei uns aus unserem Küchenfenster rausschaue, dass ich dann meine eigenen Pferde dort stehen sehe, weil ich nämlich immer die Nachbarpferde gesehen habe. Und das war ein Wunsch, und ich habe das gespürt, wie das ist, wenn meine Pferde da wären. Und es war aber zu einer Zeit, wo das war einfach nicht möglich. Und irgendwo im Kopf habe ich das behalten und habe aber nicht sehr viel Stress da jetzt hingegeben. Und dann war es plötzlich so, und das ist jetzt gut 15 Jahre her, dass ich wir hatten damals 4 Pferde, dass ich aus dem Stall damals rausgeflogen bin, und dann stand ich mit den Pferden mehr oder weniger auf der Straße, und wirklich haargenau am gleichen Tag haben wir einen Anruf bekommen, dass der Nachbar, der den Grund neben uns nie verkaufen wollte, gestorben ist, und dass sein Erbe dringend jemanden sucht, der den Grund kauft. Und das ist alles wirklich ganz magisch passiert und schnell. Also innerhalb von 8 Wochen haben wir nicht nur den Grund gekauft, sondern einen Stall gebaut und unsere Pferde dort hingestellt. Und es hat sich dann so angespürt, wie ich mir das viele Jahre vorher vorgestellt habe, dass ich meine eigenen Pferde daneben stehen habe. Und ja, ich übersetze das jetzt mal auf Englisch. So I was telling Brigitte the story of that I always wanted to have my horses next to our house, and that I always saw the neighbors' horses, but not mine. And so the wish came up that it will be possible that we build a stable there and we move our horses. And I felt it and I saw it already in my mind that the horses are there, and I could smell them, and I really went into that. And a couple of years later, we had our horses in another stable, and I was thrown out. I was arguing too much, and I didn't like. Well, there were some problems. And we really had our 4 horses. We had 4 horses at that time, and we had no place to go. And really, on the same day, I got a phone call from the farmer, from a local farmer, and he said, "Well, your neighbor died, and the person who inherits it wants someone to buy the property." So within 8 weeks, we had built the stable, we bought the land, and we built the stable, and we moved our horses. So that really was like magic. And then it really felt as I had seen it and felt it before, that my own horses are standing there. Cool, hey. Yeah. It was great to hear this. Hm. Großartig zu hören. Ein Wunsch. Yeah. Realisiert. Yeah. Ohne Wollen, ohne Festhalten. Yeah, I didn't cling to it. I really let it go. It was I sent it out to now I shouldn't say universe. No, use it. I mean, you're talking to you. Yeah. So I sent it out and I let it go. Yeah. And when you look at that now, your whole being fills with gratitude. Yeah, it is. Und wenn ich mich jetzt selbst anschaue, dann bin ich voll mit Dankbarkeit, besonders wenn ich darüber rede.
Aber auch jedes Mal, wenn ich aus dem Fenster schaue. Not only when I'm talking about it, but whenever I look out of the window. Yeah. And this is where things change. This is where everything moves along. And Ja, also das ist, wo sich die Dinge ärgern und nicht ärgern, das ist, wie sich die Dinge ändern. Jetzt habe ich mir gerade gedacht, was ärgert Sie? Wrong translation. Du machst das gut, Renate. so, yeah, so this is what we will explore. This is where we also look at where we've made conclusions in our past, not past lives, in this lifetime. Ja, also das ist es, worauf wir schauen werden, und wir werden auch schauen, welche Entscheidungen oder welche Schlussfolgerungen wir in unserem Leben getroffen haben, That things aren't possible. die verhindern, die sagen, Dinge sind nicht möglich. Ja, meine Frage wäre jetzt gewesen, wie verhilft uns sozusagen der Raum der Alchemie dazu, Wünsche zu verwirklichen? So my question now would be, how can or how will the space of alchemy help us to realize our dreams? It won't. Es wird nicht, weil, why? Because you will help you by being that space. Wird er nicht, weil nämlich ihr werdet dadurch, dass ihr der Raum seid, zu diesem Raum werdet ihr euch selbst helfen. Yeah, I have a dear friend who asked me once, what do I have to do to be kind? Ich habe einen lieben Freund, der mich mal gefragt hat, was muss ich machen, um freundlich zu sein? I said, there's nothing you can do Und ich habe gesagt, da gibt es nichts, was du tun kannst, except choose and als, then be it. als es zu wählen und es dann zu sein. But what do I have to do to be it? Aber was müssen wir machen, um es zu sein? You have to choose to be kind. Du musst wählen, freundlich zu sein. And it's the same with alchemy. Das ist What do you do to be grateful? das ist das Gleiche wie mit der Alchemie. Was tust du, um dankbar zu sein? Nothing. You just have to be grateful. Nichts. Ihr müsst es einfach nur. But with gratitude, it's easier because I can think of something I'm grateful for. Aber ich habe gesagt, mit der Dankbarkeit ist es leichter, weil da kann ich ja wirklich an was denken, worüber ich dankbar bin. Is that really true? Stimmt das wirklich? Think about it. Well, I guess so. What does it mean to be kind to someone or something? Was heißt es, zu jemandem oder zu etwas nett zu sein? I think it's easier with gratitude, but when it's about kindness, it's also easier when I think it a certain event or person or action I can do out of kindness. Yeah. Also für mich ist es leichter, wenn ich bei der Freundlichkeit mir genauso Situationen denke wie bei der Dankbarkeit. Dann ist es leichter für mich, da reinzugehen. Renate, you have lots of pot plants in your house. Renate, du hast viele Zimmerpflanzen in deinem Haus. Yes, I do. Would it be a kindness to not water them for a month? Of course not. So, every time you water your plants and every time you care for your plants, what are you doing? What are you Also doing? jedes Mal, wenn du also die Frage war, ob ich die regelmäßig gieße oder nur einmal im Monat, und ich habe gesagt, natürlich gieße ich die regelmäßig. Und er hat gesagt, ja genau, das ist einfach eine Freundlichkeit, wenn ich mich regelmäßig um die Pflanzen kümmere. Every time Bounty comes and sits by you and you just unconsciously reach out and pet her. Und jedes Mal, wenn sich Bounty also das ist mein Hund, neben dich sitzt und neben mich setzt und ich sie unbewusst streichle, ist das eine Geste der Freundlichkeit. Isn't that kindness? Ist das nicht Freundlichkeit? When you have visitors, Und wenn du Gäste hast,
and you offer them a coffee. Und du bietest ihnen einen Kaffee an, That's a kindness, because many people don't. dann ist das Freundlichkeit, weil viele Leute machen das nicht. I think Chilla wants to say something, Ja. Sheila always wants to say something. but she hasn't today. I know, it's amazing. Also Chilla möchte gern was sagen. It's just because I wasn't online, I couldn't ask. But now, so I just feel now that you are explaining, Greg, that this kind of be it must be very difficult for someone who is not kind, for example, because Chilla, stop. you translate, sorry. Okay, dieses Gefühl, in das Gefühl der Freundlichkeit reinzugehen, muss für jemanden schwierig sein, der im Prinzip normalerweise nicht freundlich ist. You can go on. Okay, thank you. You need to give me a break. Yeah. Sorry. Yeah. You can go to the loo. And who will translate then? Brigitte. Oh, I can translate all the words. So Not little bit. yeah, so like being it, just it reminded me to someone's very nice phrase of explaining what it means. Also das hat mich erinnert an eine nette Phrase, die es dazu gibt. To be kind. Also freundlich zu sein. And that woman said, can I go on? You can talk Yeah, longer yeah. sentences. To look at the world with the kind eyes. Die sagt, schau auf dieses Wort mit freundlichen Augen. That means you don't need an object really. It's coming from you, and that's how you find what requires that kindness. Okay, so you mean you do not need an object to put your kindness on? No. In a way, yes, because you just find something, but it's not that it makes you kind. It's the other way around. You water your plant regularly because it's in you Also- to see the need of the plant needs watering. I'm not sure if I totally get it, but Okay, if the plant is there and you don't have an eye to it, it will die in the corner because you don't see. But because you are a caring person and it's in you that you notice the beauty, the everything. okay, I think I got it now. Also es geht darum, dass man einen Blick für die Freundlichkeit entwickelt, weil dann fällt mir eben auf, wenn ich die Pflanze sehe, dass die das Wasser braucht oder dass die Tiere das Futter brauchen oder was auch immer, aber es geht darum, eben diesen freundlichen Blick zu bekommen. So in a way, I feel sorry for the man who asked how to be gentle. Also und wenn ich das so betrachte, dann tut es mir leid für einen Mann, der fragt, wie bin ich freundlich? And when Greg always says you are not joyful because of blah, 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 having a party and getting married. Okay, also und es geht nicht darum, in dieser aufgeregten Freude zu sein, wie wenn man eine Party hat oder wenn man gerade heiratet. It comes from the same attitude that is from within, that is joyful for things that can realize around. Okay, sondern es geht um diese Freude und diese Freundlichkeit, die dann einfach beständig in dir wohnt. So it's somehow, sorry, Greg, I will give you back the words. It's just that it's a way of understanding what affects the other, and that's how it might change the understanding what comes first. And I shut my mouth. Und es geht einfach darum, wie man den anderen wahrnimmt, aus welchem Raum und aus welcher Energie heraus. Und dann kann das so ein Kreislauf werden, eben der Freundlichkeit oder der Dankbarkeit. Really, the doing is simply choosing. Und es geht wirklich darum,
das zu wählen. and then being willing to be aware of what it is. Und sich dessen gewahr zu sein, was es wirklich ist. Being willing to see the kindness around you, the gratitude around you, the joy around you. Also bereit zu sein, die Freundlichkeit und die Freude um einen herum zu sehen. You know, lots of ladies who I've met over the years who have been abused by men, Also viele Frauen, die ich im Laufe der Jahre kennengelernt habe, die von Männern missbraucht worden sind, only see unkind men die sehen nur unfreundliche Männer. until they learn that there are some kind men in the world. Bis sie lernen, dass es sehr wohl auch freundliche Männer in der Welt gibt. And then suddenly they start to see them too. Und dann beginnen sie die auch wahrzunehmen und auch zu sehen. And it's the same with everything. Und das ist das Gleiche mit allem. But to choose it and then the willingness to open your eyes to see it and perceive it. Also es wählen und dann aber auch empfangen und zu sehen, dass man es empfängt. And then the universe shows you more. Und dann zeigt uns das Universum alles. Because you see more. Weil du dann mehr siehst. I had written another question as well, and it was, are we really the creator of our dreams? Ich hatte noch eine andere Frage gestellt und die war, sind wir wirklich diejenigen, die unsere Träume erfüllen? Well, according to Napoleon Hill, yes. According to many of the ancient teachers, yes. Ja, also so wie es der Napoleon Hill sagt und viele andere alte Lehrer, ja, sind wir. Even the Bible tells us that as a man, Even what? the Biblia, the Bible. Oh, the Bible. Okay, ja, sogar. Ja. The Bible tells us that as a person thinks, so is he. Ja, also es steht auch in der Bibel drinnen, dass praktisch das, was man denkt, so ist man und so wird's. Napoleon Hill says, if I am the creator of my reality, how is this so? Also der Napoleon Hill sagt, also wenn ich der Erzeuger meiner Träume bin, so what was the end? I didn't get that. How is this? How does this happen? Also wie passiert das? Because it's where you put your attention. Weil dort, wo du deine Aufmerksamkeit hingibst, dort fließt deine Energie hin. So energy follows attention. Absolutely. Ja, also die Aufmerksamkeit, die Energie folgt der Well, Aufmerksamkeit. the energy is always there. Die Energie ist immer da. But if you're not looking for it, not seeing it, how can you receive it? Aber wenn du sie nicht siehst und ihr keine Bedeutung beim ist, wie willst du sie denn dann bündeln oder wo willst du sie denn dann sehen? So I went to Australia with some friends, Also ich bin mit einigen Freunden nach Australien gefahren and I was just amazed at how beautiful the country is. und ich war so fasziniert davon, wie wunderschön das Land ist. My friends, on the other hand, said, it's so ugly, it's so boring, everything's the same. Aber meine Freunde im Gegenteil dazu, die sagten, oh, es ist so langweilig und es ist so fad da. They didn't see the beautiful birds, the parrots, they didn't see the kangaroos, they didn't see the koalas. Also die haben die wunderschönen Vögel nicht gesehen, die haben die Känguruen nicht gesehen und die Koalas. They didn't even see the trees. Die haben nicht Everything's mal die just Bäume, green. nicht einmal die, were they blind? Yeah, and here, in their minds. Okay, ich habe gefragt, ob die blind waren und er hat gesagt, ja, im Kopf waren sie blind. So when we went back to New Zealand, I said, this is so ugly. I'm so bored with this green. Also wie wir nach Neuseeland zurückgekommen sind, habe ich gesagt, oh, das ist so langweilig da und es ist alles so grün. I mean, really, New Zealand is so green, it makes your teeth ache. It's just boring. Blah. Also wirklich, Neuseeland ist einfach nur grün und es ist so langweilig. And they were shocked. What do you mean? Und die waren schockiert und gesagt, was meinst du?
Well, there's no real wildlife. There's sheep, there's cows, boring. Okay, da gibt es nicht wirklich wilde Tiere, da gibt es Schafe, aber das ist langweilig. Well, there's no straight roads. All got bends in them and hills and Es mountains. gibt And trees. keine gerade Straße, es gibt immer nur Kurven und Berge. You can't drive fast. Du kannst nicht schnell fahren And they got it. und sie haben es verstanden. So you just spent 2 weeks in Australia not seeing any of the beauty because you're still back in New Zealand thinking everything else is ugly. Und dann war es klar, also die waren einfach mit ihren Köpfen nach wie vor in Neuseeland und konnten dann, wie sie in Australien waren, das einfach nicht wahrnehmen. Weil sie einfach gedacht haben, so, das ist die Schönheit und was anderes zählt nicht. People ask me, why are you here in Austria? Also die Leute fragen, warum bist denn du in Österreich? New Zealand is my dream. It's so beautiful. Weil Neuseeland ist mein Traum, es ist so wunderbar dort. I said, well, where I'm living, I see foxes, I see falcons, I see deer. Also da, wo ich lebe, da sehe ich Füchse, da sehe ich Falken, da sehe ich Wild. Farmers don't chase you off their property because you're walking. Die Farmer, die vertreiben dich nicht von ihrem Land, weil du da drauf herumgehst. If there's a track, I can go walking through somebody else's forest. Also wenn da ein Weg ist, dann darf ich da den benutzen und in einen Wald reingehen von jemandem anderen. Why would I miss New Zealand when I have all this beauty around me? Warum sollte ich Neuseeland vermissen, wenn ich diese Schönheit hier rund um mich habe? I miss the ocean. Ich vermisse das Meer, I miss the fishing ich vermisse das Fischen, a little bit. ein bisschen, But this is what I mean. aber das ist, was ich meine. Where you put your attention, Dort, wo du deine Aufmerksamkeit hingibst, where is your mind? Is it in the past, in the future, or now? und wo ist dein Verstand? Ist er in der Vergangenheit, ist er in der Gegenwart oder ist er jetzt? It's now. Oh, never. Come hold me tight. Yeah, it's all of this, you know. And it's this. Alles von dem. It's this being in the now that you're able to be grateful for now. Geht einfach wirklich darum, im Jetzt zu sein und dankbar für dieses Jetzt zu sein. Because you get to see the beauty of now. Weil du kannst immer nur die Schönheit von jetzt sehen. Yes, there's shit happening around us. Es passiert immer Scheiß um uns herum. And you can focus on that, or you can focus on the beauty. Aber du kannst auf den Scheiß hinschauen oder du kannst auf die Schönheit fokussieren. Du hast vorher einmal ganz am Anfang geredet, ja, ich hatte alte Glaubenssätze, das kann ich nicht, also an der Olympiade teilnehmen. Okay, so a couple of minutes ago you were talking about old beliefs you had so that you can never be participate in the Olympic Games. Mm-hmm. Also hindern uns sozusagen alte Glaubenssätze, dass unsere Wünsche wahr oder verwirklicht werden. So is it like that old beliefs are hindering us from reaching our dreams? Absolutely. Absolut, ja. And most of those old beliefs you don't even remember anymore because they are in the unconscious part of the mind. Ja, und viele von diesen alten Glaubenssätzen sind so tief in uns hineingesunken, dass sie unbewusst sind und wir eben gar nicht wissen, dass wir diese hinderlichen Glaubenssätze haben. And we've forgotten we've made those choices, but they still run our lives. They still help make us create our past rather than something different for our future. Also, und wir werden ganz häufig von diesen alten Glaubenssätzen regiert, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie haben. Und die behindern eben. Die behindern, dass wir unsere Wünsche und Träume erfüllen. And this is why I love the alchemy process.
because it Und das allows ist, warum people, warum ich diesen Prozess der Alchemie einfach so liebe, weil uns der erlaubt, because it allows people to let go some of these conclusions that we have locked in our being, weil dieser Prozess uns erlaubt, Schlussfolgerungen, die wir getroffen haben und die uns eben unbewusst sind. Und die Alchemie erlaubt uns, das loszulassen. and that creates change with so much ease. Und dann ist einfach die Veränderung mit so viel Leichtigkeit möglich. Und das ist dann der Kurs in Hittisau. And that's what the class in Hittisau will be about. Yeah. Yes, I think so. I mean, every alchemy class, we really do look at that. Also es ist wirklich so, dass wir in jeder Alchemieklasse auf das schauen, No matter what the topic is, egal wie das Thema des Kurses ist. the topic just allows us to focus on a thought or conclusion that we've made in our past that we can Also change. es geht immer darum, dass wir auf eine Schlussfolgerung, die wir in unserer Vergangenheit getroffen haben, hinschauen und die dann loslassen und dadurch Veränderungen ermöglichen. And so what will happen during class? Also wie wird das während dem Kurs ablaufen? We'll sit by the window and just look at the beautiful nature and the cows and eat food. Okay, also It's wir a werden part. einfach hinsetzen und werden beim Fenster rausschauen und den Kühen zuschauen beim Grasen und uns gut gelassen, Yeah, gutes Essen. and it's really it's amazing what happens when you come into the space of other people that you don't know even, but that are working and functioning in that space of gratitude. Also es ist faszinierend, wenn man in einen Raum kommt, wo Leute sind, die aus dem Raum der Alchemie heraus handeln. The barriers come down, Weil dann fallen nämlich deine Barrieren and you stop making yourself wrong for conclusions, and Und you du machst- actually have to look at them. und du machst dich nicht verkehrt für Schlussfolgerungen, die du getroffen hast. And even see what doesn't work for you anymore. Und du kannst dann auf diese Schlussfolgerungen hinschauen und kannst schauen, okay, was stimmt für mich da jetzt nicht mehr daran. But even better still, you get to see what still works for you that you might change in the future. Und du kannst auch vielleicht sehen, dass es Schlussfolgerungen gibt, die jetzt noch stimmen, aber die du dann vielleicht in der Zukunft verändern willst. And that's really cool, Und das ist sehr cool, because you start to look at every choice is just a choice. weil dann beginnst du nämlich zu sehen, dass jede Wahl nur eine Wahl ist. Even pain. Auch Schmerz ist eine Wahl. And that's, again, it's just amazing to watch. Auch das ist einfach faszinierend, das zu beobachten. Ich habe heute auch mit Renate gesprochen. Im Augenblick habe ich einfach sozusagen keine Wünsche. So, Also materielle Wünsche, wenn ich es richtig ausdrücke. okay, so we have been talking to each other today, and Brigitte said that she has no material wishes at the moment. Sehr viele Menschen haben Wünsche oder möchten einen Traum haben, vielleicht ein Haus irgendwo am Meer mit Boot und. Also materiell. So many people might have material wishes, let's say like a house at the seaside and a boat. Und dann habe ich heute gesagt, ich habe im Grunde alles. Ich habe mich, wo ich jetzt bin, aber ich habe Wünsche, wo vielleicht zum Ausdrücken so diffizil sind. Wie Okay. ich wünsche mir jetzt Leichtigkeit um Okay. mich herum. Kannst du mir kurz? I do not have material wishes like that. I have everything I need, but my wishes are more difficult or more difficult to explain. So, Ja, sagst du es jetzt?
ich wünsche mir einfach mehr Leichtigkeit für mich, weil ich von meiner Familie, von meinen Liebsten fast täglich keine guten Meldungen bekomme, wo ich im Grunde im Moment erschrecke. So I would like to have more ease within myself because from my surrounding is taking a lot of energy from me because they are quite needy. Und ich habe das Gefühl, okay, das ist ein riesengroßer Wunsch. So I think it's really a big wish. And I don't know what, Entschuldigung, jetzt fange ich an, Englisch zu reden, versuche es. Und ich weiß aber nicht, weil wir vorher von, ich sage jetzt, versteckten Glaubensmustern geredet haben oder tief vergrabenen. Wie wäre jetzt das zum Lösen? Okay, before we were talking about underlying hidden unconscious old beliefs and how much are they influencing me when in this situation, and how can I deal with that? We could talk all day on that one, Brigitte. Wir könnten den ganzen Tag darüber reden, Brigitte. Okay, machen wir noch einmal einen Seminartag. Yeah, but it really, all of these beliefs, I mean, as a child, how many times did you believe that you had to rescue everybody else? Und wirklich, wenn du an deine Kindheit zurückdenkst, wie oft ist dir da vermittelt worden oder du hattest das Gefühl, du musstest alle um dich herum retten? Danke, Greg. Ich freue mich auf den 1. 2. Oktober. Thank you, Greg. I'm looking forward to the 1st and 2nd of October, Cool, and me also too. the 30th of September. Yeah, Yes, the intro evening. yeah, cool. So I hope it's been a fun chat. I'm not sure whether I was very coherent, but I hope it was. Also vielen Dank für diesen netten Chat. Ich weiß nicht, wie kohärent er war. It was fun for me. I enjoyed it. It's fun. Cool. Then Yeah. it's good to see Carolyn and Gudrun, and you know, just big smiles on their faces. So cool. Thank you for coming on the Zoom. Ja, also danke Caroline und danke Gudrun, dass ihr bei dem Zoom dabei wart. Ja, und liebe Leute, bitte denkt dran, Intro 30. September in Hittisau im wunderschönen Bregenzer Wald. Yes, so, with cows, with wood, the nature, the good eating, Oh yeah. the lovely people, and the space of alchemy. Very cool. Und 1. 2. Oktober dann das Seminar. Und liebe Leute, wer jetzt zusieht, nachsieht, nachhört, was wir heute gesprochen haben, es gibt auch Einzelsessions, die bei mir mit Greg gebucht werden können. Yeah, so the classes from the 30th of September to the 1st and 2nd of October in Hittisau and Vorarlberg. And there are also private sessions available from Greg, and you can book them via Hi, Brigitte. Yeah. I help you. Ja. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein Yeah, thank you very much for joining. und wünsche jetzt allen herrlichste, wunscherfüllende Sommertage. Okay, and I wish for everyone the best and wish-fulfilling summer days. Thank you. Me too. Have a wonderful time. I'm now off Thank you. to Budapest. Thank you. Ich fahre jetzt nach Budapest. Okay, so Bye bye. Have a wonderful nice night. time. bye bye. Ciao. Everybody. Ciao. Schönen Bye. Abend. Ciao. Bye. Ich mich auch.